Steffen ist nicht schuld daran, dass es mir so geht. Er ist dein Bruder, geh ihm nach. Sonst schaffst du es nie, die Familie unter einem Dach zu vereinen. Wenn du darauf bestehst, den Firmenverbund zu verlassen, dann muss ich sämtliche Kredite zurückfordern, die du von der Landsteinbank erhalten hast. Tanja ist glücklich. Und das können Sie nicht ertragen. Mir ist die Ruhe unheimlich. Ich hätte längst einen Gegenschlag erwartet. Deshalb erklärt Clarissa von Anstetten mit dem heutigen Tag ihren wohlverdienten Ruhestand. Clarissa von Anstetten hat ja auch wirklich Großes für LCL geleistet und ich finde, sie hat sich ihren Ruhestand wirklich verdient. Ich muss gestehen, dass ich überrascht bin. Wie vermutlich die meisten unserer Zuschauer. Ja, was glauben Sie, wie es mir erging? Wirklich. Also, wenn Clarissa erstmal eine Entscheidung getroffen hat, Herr Pflock, Oh ja, wie das bei Live-Übertragungen leider so ist. Unsere Sendezeit ist sehr begrenzt. Ich bedanke mich bei Ihnen, Gräfin, dass Sie mir dieses Exklusivinterview gewährt haben. Das war Ricky Pflock, live von LCL für Grandezza TV. Und ich gebe ab ins Studio, zurück zu dir, Jasmin. Ach, das gibt's ja gar nicht. Das ist die Clarissa höchstpersönlich. Sind ja immer wieder für eine Überraschung gut. Aber das hätten Sie mir doch auch persönlich sagen können. So langsam beginne ich ernsthaft an mir zu zweifeln. Seit 2 Wochen werde ich andauernd versetzt. Was? Das glaube ich ja nicht. Du bist bestimmt der begehrteste Single im ganzen Netz. Sagte die Frau, die, nachdem sie was mit mir hatte, lesbisch wurde. Drück mir wenigstens die Daumen, dass es jetzt klappt. Ich bin gleich hier verabredet. Soll ich gehen? Nein, nein, bleib doch, bis sie kommt, falls sie kommt. Jessie! Hey, Ricky! Oh, was für ein Zufall. Hallo. Hallo. Ich habe gerade noch ein bisschen an meiner sizilianischen Vereidigung gearbeitet. Verteidigung, Jessie. Klar. Schach. Jessie spielt hervorragend. Du, ich habe eine Idee. Ich dachte, ich könnte für uns beide Nudeln kochen. Also natürlich nicht nur Nudeln, sondern Soße. Nudeln mit Soße. Was hältst du davon? Ich bin leider gleich verabredet. Online-Date. Weiß man ja nie, wie lange sowas dauert. Ja. Ja. Falls du wieder versetzt wirst, kannst du auch spontan. Also nicht, dass ich dir das wünschen würde, auf gar keinen Fall. Aber falls, dann kannst du auch spontan vorbeikommen. Okay. Danke. Gerne. Gut. Bis später. Vielleicht. Vielleicht. Ciao. Ciao. Was Sie da gerade gehört haben, das Interview. Wie Sie sehen, hat Gräfin Anstetten es aus gutem Grund meiner Frau überlassen, Sie über ihren Rückzug zu informieren. Wollte sie doch damit demonstrieren, dass sie voll und ganz hinter der neuen, modernen Firmenlinie steht. Ja, aber das Ach, Clarissa, ich verspreche dir, ich werde das Label ganz in deinem Sinne weiterführen. Nur ein bisschen frischer und innovativer. Sicher, dein Einfallsreichtum kennt keine Grenzen. Den wirst du auch bald gebrauchen können. Es war mir wie immer ein Vergnügen, meine Damen. Lassen Sie uns doch in Kontakt bleiben. Ich würde gerne ein Feature über Ihr großartiges Lebenswerk machen. Jetzt haben Sie ja bald mehr Zeit. Wir werden sie. So schnell lasse ich mich nicht abservieren. Das Spiel ist noch lange nicht aus. Ja, das haben wir auch nicht erwartet, aber Spaß gemacht hat's trotzdem. Lügen verbreiten und Leute auf die Toilette einsperren. Das nennen Sie spaßig. Weiß Ihr Vater eigentlich, welche Methoden sein Nachfolger bei Lahnstein Enterprises einführt? Sind Sie so eine schlechte Verliererin? Ach, Clarissa. Außerdem solltest du dich freuen. Ich meine, hey, ein Feature über dein Lebenswerk. Das hättest du ohne uns erst nach deinem Ableben hinbekommen. Sag mal, was läuft denn da zwischen euch? Nix. Wir sind gute Freunde, unternehmen einiges zusammen. Ah ja. Na, sie ist einsam. Ist ja auch kein Wunder. Sie ist schwanger, alleine, kein Partner. Du hast jetzt aber nicht den Eindruck, dass sie vielleicht mehr von dir möchte. Jessie? Nein. A, haben wir das längst geklärt und B, bin ich gar nicht ihr Typ und sie auch nicht meiner.
Wird nicht einfach, das Gestüt wieder von vorne aufzubauen. Ach was, wir packen das schon. Aber nur, wenn wir uns von Lahnstein Enterprises unabhängig machen. Wir brauchen dringend ein- oder mehrere finanzkräftige Investoren. Am besten die das Geld liefern, aber sich nicht mit reinmischen. Bist du sicher, dass da nichts Wichtiges dabei war? Gesammelte Futtermittelangebot, ewig bezahlte Rechnung, alles schön durchweicht vom Löschwasser. Wir sollten uns auch nach einem neuen Mitarbeiter umschauen. Zumindest so lange, bis Christian von dem Gestüt aus England zurück ist. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der mit anpacken kann. Und der in der Lage ist, die Stelle wieder mit aufzubauen. Zuverlässig, selbstständig, handwerklich geschickt. Und er dürfte kein Problem damit haben, öfter mal Überstunden zu schieben. Jetzt, wo wir quasi wieder von vorne anfangen. Es wäre auch nicht schlecht, wenn er mit einer Motorsäge umgehen könnte. Komm schon, er arbeitet eh schon für Königsbrunn. Außerdem können wir ihn gerade hier besser gebrauchen als im Forst. Und er wäre unser loyalster Mitarbeiter. Aber nicht gerade der einfachste. Was soll das? Sehe ich aus wie eine senile Provinzärztin? Wir haben Ihr Interview vorhin gesehen und dann haben wir bei den Kollegen gesammelt. Ja, für ein Abschiedsgeschenk. Wir haben gehört, dass viele Leute sehr gerne Golf spielen. Und naja, sie hatten bisher nicht viel Zeit, aber nun, wo sie bald, also... Nachdem Sie sich aus Ihrem Berufsleben zurückgezogen haben. Zu mir hat's nicht gereicht. Bitte? Naja, wir verdienen ja jetzt nicht so viel wie andere hier. Auf jeden Fall möchten wir Ihnen im Namen der ganzen Belegschaft alles Gute für den Ruhestand wünschen. Naja, noch bin ich ja hier. Und solange ich hier bin, sorge ich dafür, dass hier gearbeitet wird. Und nicht unnötige Reden geschwungen werden. Soll dieses Monstrum jetzt hier stehen bleiben? Es ist für Sie. Mein Gott, die ist so ätzend. Und schon wieder spuckt dieser Drache mit Feuer. Nein, nein, im Grunde ihres Herzens war sie sehr von eurer Geste gerührt. Was guckt ihr denn so feierlich? Papa, wir möchten, dass du zusammen mit uns das Gestüt wieder zum Laufen bringst. Wie? Was soll ich machen? Die Keule einreiten? Nein, nein, ich sehe dich eher für Verwaltungsaufgaben. Ja, du bist doch so ein Organisationstalent. Ja, und handwerklich bist du ja auch nicht völlig unbegabt. Ich darf euch daran erinnern, dass ich schon eine Stelle habe, ja? Hey, du könntest mehr Verantwortung übernehmen, deine eigenen Ideen einbringen. Ja. Für weniger Gehalt. Ich fürchte schon, aber wir könnten dir für den Teil des Gehalts, auf den du zunächst verzichtest, Anteile an der Firma gutschreiben. Wenn der Laden wieder läuft, wirst du am Gewinn beteiligt. Das klingt doch super. Dann wären wir ein richtiges Familienunternehmen. Also, ich würde mich wirklich freuen, wenn du dabei wärst. Ihr meint es ernst? Also ich sage euch eins. Wenn ich das Gestüt mit euch zusammen wieder aufbaue, dann nicht als einfacher Angestellter. So funktioniert das nicht. Sondern? Also wenn, dann will ich mit euch auf Augenhöhe arbeiten. Dann steige ich richtig mit ein. Als gleichberechtigter Teilhaber. Ach, wahrscheinlich war sie da, hat uns gesehen und ist dann gleich wieder gegangen. Stimmt so. Dankeschön. Das glaube ich nicht. Das ist ja auch nicht das erste Mal. Das ist eine richtige Pechsträhne. Ich werde zu Jeffy Nudeln essen. Was ist? Kommst du mit? Ach, ich weiß nicht. Hast du gehört? Mit Soße. Ja, die sie mir bestimmt auch gleich in den Aufschnitt kippen wird. Warum? Weil sie wahrscheinlich gerade ein super romantisches Dinner für zwei arrangiert. Wow, jetzt willst du es aber wissen. Wenn ich immer nur Rickys Date unter seinem Namen vergraule, dann komme ich auf Dauer auch nicht weiter. Ich wundere mich sowieso, dass er noch nichts gemerkt hat. Er muss sich doch inzwischen fragen, was da los ist. Kann sein. Aber auf die Idee, dass ich sein Passwort geknackt habe, kommt er nie. Ja, das hat er dir wahrscheinlich wirklich nicht zugetraut. Dass ich so clever bin? So kriminell. Ach, was? Irgendwann erzähle ich es ihm und wir beide lachen darüber. Du bist dir deiner Sache ja ganz schön sicher. Hallo, schau dir das Ganze doch mal an. Was soll denn da schiefgehen? Jede Menge, würde ich sagen. Ricardo könnte sich zum Beispiel fragen, warum seine Busenfreundin Jessica hier plötzlich so eine Romantikoffensive startet. Jetzt achte doch mal darauf, wie sie mit dir umgeht. Weißt du, Blicke, Körpersprache. Du brauchst jetzt echt nicht so zu tun, als wäre ich ein blutiger Anfänger auf dem Gebiet.
Du hast recht. Oh Mann, das ist ein totaler Anfängerfehler. Das ist viel zu auffällig. Was wird das jetzt? Ja, was denkst du, warum die ganzen Kerle so scharf auf meine Leoparden-Outfits waren? Hm? Weil sie jagen wollen. Und genau deshalb muss er den ersten Schritt machen, nicht ich. Ich mache jetzt ein ganz normales Essen unter Freunden. Und du bist dabei. Ich habe gar keine Zeit. Ich brauche dich als Füllmaterial. Du kannst Komplimente machen. Ricardo soll merken, dass ich nicht so leicht zu haben bin. Und das wird dann seinen Jagdtrieb wecken. Was ist das? Für Sie mit dem Vermerk persönlich. Na, gib schon her. Danke. Hallo? Mein Fax angekommen? Wenn Sie mir jetzt noch sagen, was ich damit soll. Ich dachte mir, Sie freuen sich vielleicht, wenn ich Ihnen Ihre Rentenansprüche ausrechnen lasse. Wenn das alles war, ich habe zu tun. Wie konnten Sie sich von Tanja so vorführen lassen? Man könnte ja wirklich meinen, Sie gehören in Rente. Sie hat sogar ihren sauberen Ehemann für sich eingespannt. Ach, das ist ja interessant. Es dürfte dem Alten aber gar nicht gefallen, dass sein Nachfolger Tanja bei so einem lächerlichen Rachefeldzug unterstützt. Haha. Hauptsache, Sie können sich darüber freuen. Ihnen wird schon was einfallen, um dieses kleine Missverständnis auszuräumen. Wenn Tanja mich hier raushaben will, dann nur mit meinen Füßen zuerst. Ah ja. Clarissa geht in den Ruhestand? Was ist denn das für ein ausgemachter Blödsinn? Du hast das Interview gesehen? Und kein Wort davon geglaubt. Wie kann Tanja solche Behauptungen in die Welt setzen? Irgendwas mussten wir doch unternehmen, nachdem Clarissa eigenmächtig hinter Tanjas Rücken den Namen der neuen Linie geändert hat. Ach, wir? Du degradierst dich jetzt zum Gehilfen für die Rachespielchen deiner Frau? Nein, aber ich sehe das ganz genauso wie meine Frau. Clarissa musste dringend in die Schranken verwiesen werden. Es war ein Scherz. Tut mir leid, dass ich darüber nicht lachen kann. Sollen wir vielleicht abwarten, bis sie LCL ganz an sich reißt? Du warst doch immer dafür, dass die beiden in friedlicher Koexistenz miteinander arbeiten. Da dachte ich auch noch, Clarissa sei ansatzweise vertrauenswürdig. Oder glaubst du im Ernst, dass sie uns gegenüber auch nur einen Hauch Loyalität verspürt? Nein, da mache ich mir keine Illusionen. Aber das ist bei Tanja nicht anders. Sie hat für Hagens Austritt aus dem Gremium gestimmt, nur um dir eins auszuwischen. Aber du verteidigst sie ständig. Ja. Tanja und ich haben in manchen Dingen durchaus unterschiedliche Ansichten. Aber in diesem Fall sind wir uns einig. Clarissa ist als Geschäftsführerin nicht mehr tragbar. Und ich werde Tanja helfen, sie loszuwerden. Ob dir das gefällt oder nicht. Also du als Teilhaber auf dem Gestüt. Thomas, ich finde, das hört sich richtig gut an. Also wirklich? Und du hältst das nicht für eine meiner spontanen Schnapsideen? Nee, ich finde, es ist wirklich wert, dass wir darüber reden. Ich weiß nicht. Aber das wolltest du doch schon immer. Dein eigener Herr sein. Hä? Entscheidungen selber treffen, statt immer nur welche auszuführen. Das hieß aber auch, dass ich als vollberechtigter Partner mit einsteige. Mit allen unseren Ersparnissen, die dafür bei weitem nicht ausreichen. Na, und wenn wir einen Kredit aufnehmen? Sagst ausgerechnet du. Aber komm, ich meine, als ich beruflich noch mal neu durchstarten wollte, da hast du mich auch unterstützt. Du hast alle meine Überstunden und Geschäftsreisen hast du ohne Murren hingenommen. Jetzt bist du dran. Ich bin mir einfach nicht sicher. Also dieser Kaffee schmeckt irgendwie komisch. Ja? Also ich finde, der schmeckt einwandfrei. Außerdem finde ich, dass das Geld wirklich gut angelegt ist. Ja, auch wenn du dir mit Hagen niemals grün sein wirst. Das ist ja meine große Sorge. Ich glaube, das geht schief. Thomas, du musst zugeben, er ist ein guter Geschäftsmann. Und Dana, niemand kennt sich mit Pferden so gut aus wie sie. Wenn dann noch du dazu kommst mit deiner Strukturiertheit und deinen 1000 Ideen, also dann kann das nur schief gehen. Du meinst, ich soll das machen? Meine Unterstützung hast du. Okay. Ah, hey, du, das Essen ist noch nicht fertig.
wir Gesellschaft? Ja, Olli ist mit. Ist doch kein Problem, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich hatte auch überlegt, ob ich Rebecca mitbringen soll. Hättest du ruhig machen können. Wie war denn dein Date? Frag nicht. Da ist irgendwie der Wurm drin. Irgendwas schreckt seit Neuestem die Frauen ab, sodass sie mich immer im letzten Moment hängen lassen. Vielleicht kannst du dir mal mein Profil ansehen. Klar. Also, kann ich mal machen bei Gelegenheit. Sag mal, sind Rühreier auch in Ordnung? Ich wusste einfach nicht, was für eine Soße ich zu den Nudeln machen soll. Sicher. Kann ich irgendwas helfen? Ja, du kannst die Gläser hinstellen und das Wasser. Sag mal eine Frage. Wie oft ist es dir schon passiert, dass du mit einem Typen verabredet warst, der einfach nicht aufgetaucht ist? Ganz ehrlich? Klar. Noch nie? Ja, also bei mir läuft's richtig gut gerade. Ich habe auch später noch ein Date mit so einem Typen, der hat eine eigene Firma. Echt? Wofür denn? Für Kühlschränke und so. Ja, dann wünsche ich dir, dass es bei dir besser läuft als bei mir. Hey. Hi, Olli. Ricardo. Nett, dass Sie mitessen. Ja, es geht auch nichts über ein Essen unter Freunden. Nee, danke, kein Hunger. Hast du mit deinem Bankberater gesprochen? Ja. Der wollte wissen, welche Sicherheiten wir haben. Der hat fast ein bisschen mitleidig geguckt, als ich gesagt habe, wir haben weder Goldbarren noch Häuser oder irgendwelche Wertpapiere. Naja, also ich bin mir sicher, Hagen wäre auch damit einverstanden, wenn du erstmal mit einer kleineren Summe einsteigst. Na klar würde er das. Aber bei jeder geschäftlichen Entscheidung würde es dann heißen, entschuldige bitte mal, aber mit dieser kleinen Beteiligung kannst du ja nicht wirklich mitreden. Das war, hat er dir irgendwie das Gefühl gegeben, dass er dich nicht ernst nimmt? Das wird er sich auch nicht trauen. Aber eins sage ich dir, Dana, ich hab's wirklich satt, von oben herab behandelt zu werden. Also ich will nicht, dass du bei uns einsteigst, nur weil du, naja, weil du es irgendwem beweisen willst. Glaubst du denn, dass wir das wirklich hinbekommen, wir drei? Ja, sicher. Also ich würde mich total freuen und Hagen ist auch ganz begeistert davon. Ja, und Mama sagt auch, dass wir das finanziell schon irgendwie gewuppt bekommen, wenn wir den Gürtel ein bisschen enger schneiden. Ja. Und wenn in unserer Familie einer rechnen kann, dann ist es Mama. Willst du wirklich dafür verantwortlich sein, dass unser Unternehmen untergeht und die Familie gleich dazu? Ich will nur, dass du meinen Wunsch nach Selbstständigkeit respektierst, Vater. Zumal ihr mir auch gar keine andere Wahl gelassen habt. Hagen, ich würde mir wünschen, dass du es dir noch einmal überlegst. Wenn das dein letztes Wort ist, dann wünsche ich dir viel Glück. Denn das wirst du brauchen. Danke. Wir haben sogar schon einen Teilhaber, der sich finanziell einbringen wird. Oh. Ihr verliert ja nicht viel Zeit. Was hast du erwartet? Ich spreche übrigens von Thomas Wolf. Zahlen wir den Mann zu gut oder woher hat unser Förster so viel Geld? Das kann ich dir nicht sagen, Vater. Ich weiß nur, dass er, im Gegensatz zu dir und Sebastian, an uns glaubt. Und er hat genauso wenig Interesse an Machtspielchen wie ich. Du musst wissen, wo du hingehörst, Hagen. Ah, komm, Vater, bitte hör auf damit. Wie gesagt, ihr habt mir keine andere Wahl gelassen. Doch. Doch du wirst dich einfach nur nicht gedulden, bis wieder bessere Zeiten kommen. Bessere Zeiten kommen nicht, die macht man. Das sind alle Fax und E-Mails, die heute eingegangen sind. Interview und Fragen und jede Menge Glückwünsche. Da ist sogar was aus Sydney dabei. Also die Nachricht von ihrem Ruhestand hat sich wirklich ganz schön rumgesprochen. Sydney. Ich hasse das Internet. Das war bestimmt keine leichte Entscheidung. Sie haben ja schon an dem Job gehangen. An meinem Job? Ja, also bei meinem Opa war es genauso. Aber dann hat er sich so einen Schrebergarten zugelegt und seitdem ist er voll gut drauf. Sie spielen gerade mit Ihrem Job. Ist Ihnen das klar? Was ich eigentlich sagen wollte, war, dass das Leben ist noch lange nicht vorbei, wenn man nicht mehr arbeiten geht. Naja, ich mach dann mal weiter. Herr Pflock? Clarissa von Anstetten hier. Ich habe mir eben gedacht, dass man manche Dinge nicht auf die lange Bank schieben sollte. Ich
gehe davon aus, dass Sie immer noch Interesse an einem Exklusivinterview haben. Hat es euch geschmeckt? Ja, sehr gut, danke. Also ehrlich gesagt hatte ich mir auch ein bisschen mehr erhofft als Rührei. Mhm. Aber das ganz große Theater, so mit allem Drum und Dran, das macht Jessie nur für ihre Dates. Wirklich? Mhm. Also ich finde, das ist die falsche Einstellung. Affären kommen und gehen, Freunde bleiben. Also ganz so ist das ja auch nicht. Für echte Freunde hau ich mich auch mal mehr rein. Ja, ich muss mich dann mal fertig machen. Danke fürs Kochen. Du hast gekocht? Ich räume ab. Soll ich dir vielleicht noch einen Tee machen oder einen Kaffee? Gerne. Ja, du brauchst bestimmt Zeit, um dich zu stylen für dein Date. Vielleicht haust du dich noch eine Runde aufs Ohr. Sehe ich müde aus oder was? Nein, also höchstens ein bisschen. Aber du willst dein Date ja umhauen. Und für einen guten ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Du ziehst dich sicherlich noch mal um, oder? Oder willst du so zu einem Date gehen? Sag mal, willst du mir jetzt als nächstes noch irgendwelche Schminktipps geben oder was? Hey, was ist denn los? Ich will doch nur, dass du Erfolg hast bei deinem Date. Ja. Ich gehe dann mal ins Bad. Schon mal was von Anklopfen gehört? Schon mal was von Abschließen gehört? Du, dieser Typ Jessica, ist so... kannst du dich wenigstens wegdrehen? Jetzt stell dich nicht so an. So viel zum Wegschauen gibt's da gar nicht. Also, Ricky ist so unglaublich, der wird mir wahrscheinlich demnächst noch irgendwelche Styling-Tipps bei meinem Date geben. Das ist ein Date? Nein, das habe ich doch nur erfunden, damit Ricky eifersüchtig wird. Jessica, er will nichts von dir. Du willst auch nichts von ihm. Du bist noch nicht mal verliebt. Tja, und jetzt soll ich aufgeben, oder was? Niemals. Olli, Ricky ist der perfekte Mann für Steven und mich. Er räumt auf und er macht mir sogar Tee. Oh Gott, dann heirate ihn sofort. Sowas macht Christian nur, wenn es mir richtig schlecht geht. Siehst du? Jetzt muss ich ihn halt nur noch irgendwie rumkriegen. Diese kalte Schulternummer war ja schon mal ein Flop. Ich sag dazu nichts mehr. Vielleicht sollte ich es doch klassisch probieren. Ich bin Ihnen sehr verbunden, Gräfin, dass Sie sich an mich gewendet haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie mit Interviewanfragen bombardiert werden. Nun, ich bin eben loyal. Dann bin ich sehr gespannt auf Ihre Sicht der Dinge. Sind Sie bereit, Gräfin? Wir senden in 5, 4, 3, 2, 1. Hier ist Ricky Pflock zum zweiten Mal am heutigen Tage aus dem Düsseldorfer Modetempel LCL. Und diesmal habe ich die große Ehre, exklusiv mit Clarissa von Anstetten zu sprechen, der Modeikone und Geschäftsführerin des Labels. Gräfin, die Nachricht des Tages war ja Ihre Ankündigung, sich aus der Modewelt zurückzuziehen. Nun hoffe ich natürlich, Näheres über die Gründe dieser doch sehr überraschenden Entscheidung von Ihnen selbst zu erfahren. Nun, die Reaktionen auf meinen Rücktritt haben mir gezeigt, dass die Öffentlichkeit meinen Schritt nicht nachvollziehen kann. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass ich allen die Wahrheit sagen muss. Pardon, Was kommt jetzt? Es fällt mir nicht leicht, darüber zu sprechen. Und ich habe auch noch mit niemandem darüber geredet. Ich bitte Sie, nehmen Sie sich all die Zeit, die Sie brauchen. Meine Modefirma war immer neben meiner Familie das Zentrum meines Lebens. Meine persönliche innere Kraft und Antrieb. Ich bin sehr froh und dankbar, dass es mir vergönnt ist, Clarisse No. 1 fertigzustellen. Ich glaube, sagen zu dürfen, diese Kollektion ist der Höhepunkt meines Schaffens. Diese Ankündigung wird die Neugier darauf ins Unendliche steigern. Ich wünschte nur, ich könnte auch in Zukunft einer Modefirma zu Diensten sein. Wollen Sie uns sagen, warum Sie das nicht mehr können? Es ist das Herz. Die Ärzte haben keine Hoffnung mehr. Wahrscheinlich habe ich nicht mehr lange zu leben.
Ich hätte nicht gedacht, dass Hagen so stur sein kann. Wieso kann er nicht zugeben, dass er sich in etwas verrannt hat? Als du ein junger Mann warst und deine Madeleine kennengelernt hast, da hast du dich doch auch gegen deinen Vater entschieden, für dein eigenes Leben. Mein Vater hat mir keine andere Wahl gelassen. Tja, vielleicht sieht Hagen das genauso. Ach, Ludwig, ich will doch nur, dass du wenigstens versuchst, ihn zu verstehen. Denn eins ist sicher, wenn du weiter solchen Druck ausübst, dann treibst du ihn nur von dir fort. Ja, direkt den Förster vor die Flinte. Und bitte? So wie bisher komme ich nicht mehr an ihn heran. Du hast doch was vor. Nein. Mir fiel gerade nur ein, ich habe noch ein wichtiges Telefonat. Ja, das ist schon gut. Wenn du mich brauchst, ich bin unten bei Frau Linse. Wolf. Graf Lahnstein. Entschuldigung. Ja, ich wollte sowieso gleich in den Forst. Ich komme gern vorbei. Danke. Wiederhören. Na, schon zurück? Versprich mir nicht zu lachen. Förster Ehrenwort. Mhm. Eine Kollegin von mir hat eben ihr neues Baby vorgezeigt. Das hat ein Riesenbäuerchen gemacht. Ich konnte gerade noch zur Seite gehen, aber ich habe mir den Kaffee auf die Bluse geschüttet. Du hast gelacht, ich habe es genau gesehen. Nein, habe ich nicht. Ich würde jetzt auch gern beim Ausziehen helfen, aber jetzt habe ich eben gerade eine Audienz bei unserem Patriarchen bekommen. Was will der denn von dir? Ich weiß es nicht. Kann sich aber nicht um den Forst drehen, da hält er sich raus. Hat vermutlich mit Hagens Angebot zu tun. Na, vielleicht bietet er dir auch eine Gehaltserhöhung an, damit du bei ihm angestellt bleibst. Wohl eher nicht. Die fahren im Moment einen Sparkurs schlimmer als bei den Griechen und Spaniern zusammen. Ja, sag mir Bescheid dann, wenn du mehr weißt. Mach ich. Oder sag mal, soll ich mir lieber einen Sakko anziehen? Thomas. Du hast recht. Ich fange jetzt nicht an, mich vor diesen Fatzkes zu verbiegen. Nee, das will ich dir auch nicht geraten haben. Okay. Bis Mach's gleich. gut. Ich komme hier überhaupt nicht mehr durch. Die haben viel zu viel Zeug in ihrer Küche rum. Ist ja schön, wenigstens habt ihr zwei Spaß. Das ist ja eine super Laune. Entschuldigung. Was ist denn schon wieder los? Das Interview war doch ein voller Erfolg. Ja, aber leider nicht nur meins. Clarissa hat zum Gegenschlag ausgeholt. Ja und? Mit einem Dementi mussten wir rechnen. Sie hat nicht dementiert, Sebastian. Sie hat einen draufgesetzt. Clarissa hat auch ein Exklusivinterview gegeben, in dem sie dreist behauptet hat, todkrank zu sein und nicht mehr lange zu leben. Schön wär's. Was verspricht sie sich davon? Kostenlose Publicity für die neue Kollektion, die ja bekanntlich ihren Namen trägt. Hallo? Sie verkauft das Ganze als ihr großes Vermächtnis. Das ist doch totaler Schwachsinn. Eins muss man ihr lassen. Sie versteht was von Marketing. Hier, guck dir das mal bitte an. Das sind die Bestellungen, die seit dem Interview bei uns eingegangen sind. Die Kollektion ist so gut wie ausverkauft, obwohl wir nicht mal ein einziges Kleid präsentiert haben. Clarissa ist dabei, sich ein Denkmal zu setzen und wir beide haben ihr den Sockel dafür aufgestellt. Clarissa, warum hast du keinen Ton gesagt? Mensch, Ärzte können sich irren. Bist du denn sicher, dass es gar keine Hoffnung gibt? Hast du eigentlich eine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn deine Enkel übers Internet erfahren, dass du todkrank bist? Also ich bin wirklich gerührt, dass ihr euch so um mich sorgt. Aber ich muss da etwas richtigstellen. Clarissa, du musst jetzt wirklich nicht die Starke spielen und so tun, als wenn nichts wäre. Hm? Hast du denn schon Julia und Papa angerufen? Oder wissen die beiden das schon? Hey, wir helfen dir bei allem. Wir sind doch eine Familie und müssen zusammenhalten. Gerade jetzt, wo Opa doch tot ist. Jetzt hört mal gut zu. Nun, ich bin kerngesund. Und das sage ich nicht, um euch zu beruhigen. Es ist so. Aber gerade eben in dem Interview, da hast du doch gesagt, dass du sterben wirst. Ja, sicher. Irgendwann müssen wir alle sterben.
Clarissa, sag jetzt bitte nicht, dass du dir das alles ausgedacht hast. Ja, aber warum? Tanja hat mich vor der ganzen Welt bloßgestellt und ohne mein Wissen in den Ruhestand geschickt. Ich musste etwas unternehmen. Und da behauptest du einfach eiskalt, dass du todkrank bist, oder was? Seitdem sind die Absatzzahlen von der neuen Kollektion sprunghaft gestiegen. Das ist ja widerlich. Und wie willst du aus der ganzen Nummer wieder rauskommen? Deinen Tod vortäuschen mit Beerdigung und Trauermarsch? Hm? Trauermarsch, das würde ich euch nie antun. Ach, das ist ja wahnsinnig reizend und lieb von dir, Clarissa. Wie denn dann? Ich dachte da so eher an eine Wunderheilung. Ich als starke Führungspersönlichkeit habe meine Krankheit mit außerordentlicher Willenskraft besiegt. Und nebenbei ein paar fette Schlagzeilen machen, ne? Weißt du was, immerhin hast du in einem Punkt recht gehabt. Mit deinem Herz stimmt wirklich was nicht. Ich hatte mir Sorgen gemacht, wollte schon klopfen, aber Olli meinte, es ist... Tut mir leid, dass ich vorhin so blöd war. Aber du hattest natürlich recht mit dem Styling. Dein Date war tot umfallen. Vielleicht. Aber höchstens, weil ich meinem Date gerade abgesagt habe. Wieso das denn? Zu viele Matching Points. Seit den letzten Dates sehe ich das eher als ein schlechtes Zeichen an. Und einen Kühlschrank haben wir ja schon. Sie überrascht mich immer wieder. Vielleicht, weil ich eine Frau bin. Gut. Worauf hast du denn Lust? Vielleicht eine Partie Schach? Ich dachte da eigentlich an was weniger Intelligentes. Weniger intelligent. Ja. Ja, vielleicht lasse ich dich dann einfach am besten alleine. Dann kannst du deinen freien Tag genießen, ganz entspannt. Entspannung ist gut. Magst du mich nicht ein bisschen massieren? Du bist doch Arzt. Ja, aber ich bin kein Physiotherapeut. Ach, das macht doch nichts. Ein bisschen. Bitte. Wolf, hatten wir nicht ausgemacht, dass Sie in Zukunft nur den Kücheneingang benutzen möchten? Immer schön locker bleiben. Ich werde erwartet. Thomas! Schön, dass Sie es so kurzfristig einrichten konnten. Kein Problem. Kümmern Sie sich bitte um die Jacke von Herrn Wolf. Selbstverständlich. Ja, ich habe da einen ausgezeichneten Cognac. Ungefähr mein Jahrgang. Kann ich Sie dafür erwärmen? Obwohl, wenn Sie mich um diese Uhrzeit schon zum Trinken animieren, dann doch gern lieber ein kühles Blondes. Na gut. Sie haben gehört, Justus? Ein kühles Pilz und ein alkoholfreies für mich. Bier. Kommen Sie. Sehr wohl. Hätte uns wohl lieber einen Cognac serviert. Ja, Justus kann manchmal ziemlich schnobistisch sein. Naja, das gehört ja wohl zu seinem Berufsbild. Nehmen Sie doch Platz. Gern. Tja, Thomas, also ich finde, wir kennen uns eigentlich viel zu wenig. Unsere Kinder sind miteinander verheiratet und anderweitig liiert. Ja, sicher, aber ich glaube, ich bin nicht hier, damit wir uns besser kennenlernen, oder? Naja, aber wir sind doch sowas wie eine Familie. Wenn das so ist, dann kann ich auch gerne in den Westflügel einziehen. So, meine Herren, bitte sehr. Ein Pilz und ein alkoholfreies. Bitte sehr. Danke, Justus. Ach, haben Sie noch irgendwas zu knabbern? Zu knabbern? Ja, Nüsse, Chips, Knabberzeug zum Bier. Chips. Tja, was halten Sie davon, wenn wir uns duzen? Ja, gern. Ich wusste, dass du magische Hände hast. Ist es hier? Ach, auch.
Er ist bestimmt der Trapezius. Das kommt von deiner vielen Arbeit am Computer. Also von mir aus könntest du stundenlang weitermachen. Wir sollten es nicht übertreiben. Wie gesagt, bei einem Physiotherapeuten bist du wesentlich besser aufgehoben. Danke. Dein Tee von vorhin ist bestimmt kalt. Aber ich mach dir gern einen neuen. Jetzt bist du dran. Ich tu dir mal was Gutes. Komm, du siehst aus, als wärst du ganz... Nein, danke. Es ist alles wirklich in bester Ordnung. Na, dann setz dich doch. Hab ich doch richtig gehört. Das ist die Station. Ich muss dringend ins Krankenhaus. Aber du hast doch heute frei. Ja, hatte ich. Aber es ist wahrscheinlich ein Kollege krank geworden. Es tut mir leid, ich muss da dringend hin. Es tut mir leid. Die gesamten Vorräte sind verbrannt oder vom Löschwasser unbrauchbar geworden. Irgendwas müssen die Tiere ja fressen. Ja, danke. Das rechne ich Ihnen wirklich hoch an. In Ordnung. Auf Wiederhören. War das der Heulieferant? Ja, er liefert uns neues Heu und lässt uns vor allem bei der Bezahlung der Rechnung Zeit. Sehr gut. Trotzdem, lang geht das so nicht weiter. Ich habe noch mal mit meinem Vater gesprochen. Er ist richtig angefixt von der Idee, hier mit einzusteigen. Also abgesehen von den Finanzen, es wäre wirklich eine Beruhigung, Thomas mit im Boot zu haben. Nur, wie will er denn so viel Geld auftreiben? Also meine Mutter sagt, dass er das packt. Also glaube ich das auch. Ich verstehe seinen Freiheitsdrang, aber es geht um mehr. Ich muss die Familie zusammenhalten und das ist nicht immer sehr einfach. Wem sagst du das? Ich habe auch 3 Töchter. Ich habe immer gedacht, dass ich alle Fäden in der Hand behalten muss, dass ich alles kontrollieren muss. Hab aber auch gelernt, dass das nichts bringt. Wenn du deinen Kindern helfen willst, dann lässt du sie laufen. Bist aber da, um sie aufzufangen, wenn sie stürzen. Ja, aber Thomas lässt euch euer Ding machen. Wieso kann mein Vater nicht ein bisschen mehr so sein wie er? Glaub mir, es hat so richtig lange gedauert, bis wir Papa endlich so weit hatten. Also, wenn das mit deinem Vater klappen sollte, also auch finanziell, vielleicht begreift mein Vater dann endlich, dass meine Entscheidung steht. Sei nicht so streng mit ihm. Er hat einfach Angst, dass die Familie auseinanderbricht. Hagen hat dir erzählt, dass ich als Teilhaber mit einsteigen will? Ja, ich kann das nachvollziehen. Andererseits kann ich nicht zulassen, dass er der Familie den Rücken kehrt, um sich mit dem Gestüt selbstständig zu machen. Was willst du dagegen tun? Er ist erwachsen. Ich weiß, auf mich hört er nicht. Dein Wunsch nach Selbstständigkeit kann sich trotzdem noch erfüllen. Sieh es als kleine Starthilfe. Eine Starthilfe von 50.000 Euro? Dafür erwarte ich einen kleinen Gefallen. Überzeug Hagen, dass er mit dem Gestüt in der Familie bleibt. To